Willkommen auf unserer aufregenden Entdeckungsreise. Was Sie gleich sehen werden, könnte alles verändern, was Sie bisher für eine Legende hielten. In diesem Video erzähle ich nicht nur Geistergeschichten, ich zeige Ihnen auch, was die Kamera eingefangen hat. Unbearbeitet, ungeklärt, von einer geflügelten Kreatur, die Sekunden vor der Katastrophe in die Dunkelheit springt, bis hin zu einem Vampir mit leuchtenden Augen, der ein ganzes Dorf in die Nacht fliehen lässt. Das sind keine Märchen, sondern echte Sichtungen, die auf Film festgehalten wurden. Mit Aufnahmen aus Nachtsichtgeräten, Sonargeräten und verwackelten Telefonmitschnitten aus der Nacht schlüpfen diese Wesen durch die Ritzen unseres Verständnisses. Sie trotzen der Wissenschaft, der Logik und manchmal sogar dem Überleben. Halten Sie also den Atem an, denn hier kommen 20 echte Fabelwesen, die mit der Kamera aufgenommen wurden. Kreaturen, die Sie niemals sehen sollten. Bigfoot in Friar Wildbarn. Tauchen wir ein in eine der geheimnisvollsten und verblüffendsten Legenden der Welt. Bigfoot, die hochaufragende, zottelige Gestalt, die angeblich tief in den Wäldern umherstreift, sich an Baumrinde labt und zum Spaß umgestürzte Baumstämme hochhebt. Klingt wild, oder? Aber diese Kreatur ist nicht nur ein Lagerfeuermärchen, sie hat eine jahrzehntelange weltweite Besessenheit ausgelöst. 1967 explodierte alles, als in Nordkalifornien ein heute legendäres, körniges Video auftauchte. Sie haben es wahrscheinlich schon gesehen, eine riesige, affenähnliche Gestalt, die durch den Wald schlendert und in die Kamera blickt, als wäre sie mitten im Lauf erwischt worden. Dieser eine Clip löste einen Sturm von Theorien, Debatten und tiefgreifenden Untersuchungen aus, die bis heute nicht abgeschlossen sind. Und jetzt kommt der Clou, mit all der Hightech-Ausrüstung, die wir heute haben. Drohnen, Wärmebildkameras, HD-Smartphones konnten wir noch immer nicht beweisen, ob es sich um einen echten oder einen Scherz handelt. Immer wieder tauchen neue Clips auf, die unscharf genug sind, um das Feuer zu schüren, aber nie klar genug, um die Debatte zu beenden. Ist Bigfoot also ein Meister der Tarnung, der mit übernatürlichem Geschick jeder Linse und jedem Sensor ausweicht? Oder haben wir eine Kreatur erschaffen, die so mächtig im Mythos ist, dass sie immer wieder durch unsere Fantasie spaziert und manchmal vielleicht sogar durch unsere Wälder? Was auch immer die Wahrheit ist, die Legende weigert sich zu sterben. Und bis wir es mit Sicherheit wissen, geht die Jagd weiter. Loch Ness beim Abrutschen erwischt. Das hier hat geradezu Legendenstatus. Das Ungeheuer von Loch Ness, auch bekannt als Nessie, ist seit den 1930er Jahren die Königin des Kryptoseeklatsches. Und noch immer zelten die Leute am Loch Ness in Schottland und hoffen, auch nur einen Hauch von ihr auf der Kamera zu erhaschen. Das berühmteste Foto? Diese Schwarz-Weiß-Aufnahme aus dem Jahr 1934 zeigt einen langen Hals, der aus dem Wasser ragt, als ob er sich für die Kamera beugen würde. Wie sich herausstellte, war das ein totaler Schwindel. Aber Nessie ist nicht mit der Lüge verschwunden. Neuere Videos zeigen sogar, dass sich etwas Großes direkt unter der Wasseroberfläche bewegt. Irgendetwas lebt in Schottlands berühmtem Loch Ness. Ein Wissenschaftler, der neugierig auf das sagenumwobene Ungeheuer des Sees war, machte sich auf die Suche nach Beweisen. Lang, schattenhaft und schnell glitschig. Eine Sonarmessung hat sogar ein riesiges Objekt von etwa 30 Fuß Länge tief im See ausgemacht. Vielleicht ist es nichts, aber die Leute haben nicht aufgehört zu reden. Und jetzt kommt's. Wissenschaftler haben versucht, das Wasser im Jahr 2019 auf DNA zu testen und haben nichts gefunden. Nur noch mehr Treibstoff für den Hypezug. Die Sache sieht also folgendermaßen aus. Entweder ist Nessie die schwer fassbare Unterwasserprominenz aller Zeiten, oder die ganze Sache ist der größte Kryptidenschwindel aller Zeiten. Was denkst du? Ist sie da draußen und schlägt Wellen? Oder ist alles nur Schall und Rauch? Yeti im Schnee. Diesmal geht es hoch hinauf, sehr hoch. Der Yeti, auch bekannt als Abominable Snowman, ist im Grunde der Cousin von Bigfoot aus dem Himalaya, nur viel kälter und viel wilder. Der verrückteste Beweis stammt aus dem Jahr 1951, als ein britischer Forscher ein Foto von einem riesigen Fußabdruck im Schnee in der Nähe des Mount Everest schoss. Es war einfach unerklärlich, dass man in einer so großen Höhe überhaupt Fußspuren finden konnte. Und so hoch über der Baumgrenze und so hoch über jeder menschlichen Behausung. Das Ding war riesig, viel größer als jeder menschliche Abdruck. Seitdem berichten Wanderer, Bergsteiger und Einheimische von riesigen Schatten,
unheimlichem Heulen und etwas, das durch den Schnee stapft. In jüngster Zeit haben Leute wackelige Clips von großen, weißen Kreaturen veröffentlicht, die durch die Berge stapfen. Kaum sichtbar, aber immer noch unheimlich genug, um das Internet zu sprengen. Das Verrückte daran ist, dass sogar die indische Armee behauptet, 2019 Yeti-Spuren gefunden zu haben. Und zwar wirklich. Sie haben es getwittert und alles. Ob es sich nun um einen Bären oder etwas Wilderes handelte, steht noch zur Debatte. Aber dieser Post hat die Leute erschüttert. Ist der Yeti also nur ein Scherz? Oder treibt wirklich etwas Uraltes sein Unwesen auf den eisigen Gipfeln? Sag du es mir. Haben wir es mit einer verschneiten Legende zu tun oder mit etwas, das sich einfach nur gut verstecken kann? Chupacabra Night Stalker. Dieser Fall bringt die Kleinstadtbewohner um den Schlaf. Der Chupacabra. Der Name bedeutet wörtlich Ziegensauger. Und seit den 90er Jahren wird er beschuldigt, Nutztieren von Puerto Rico bis Texas das Blut auszusaugen. Der eigentliche Clou: einige dieser unheimlichen Dinge wurden auf Video aufgenommen. Man stelle sich vor, Nachtsichtkameras zeigen eine unheimliche, bucklige Kreatur ohne Haare, mit scharfen Stacheln auf dem Rücken und Augen, die im Dunkeln leuchten. Ein Typ hat es sogar dabei gefilmt, wie es über seinen Garten sauste, als wäre es auf einer Mission. Man kann die Hunde bellen hören, und dann ist es weg. Die Landwirte wachen immer wieder vor Szenen auf, die aussehen, als hätte sich ein Vampir auf ihr Vieh gestürzt. Und jedes Mal, wenn jemand glaubt, es endlich erwischt zu haben, sind die Aufnahmen zu unscharf, zu schnell oder einfach unpassend, als wollte es nicht gefunden werden. Wissenschaftler versuchen, es auf kranke Kojoten oder wilde Hunde mit Räude zu schieben. Aber ich bitte Sie, kranke Hunde saugen keine Tiere aus, als ob sie eine Blutentnahme durchführen würden. Womit haben wir es hier also wirklich zu tun? Ein wildes Tier, das abtrünnig geworden ist? Oder etwas viel Wilderes, das sich im Verborgenen hält? Meerjungfrau in tiefen Gewässern. Vielleicht sollten Sie es sich zweimal überlegen, bevor Sie zu weit hinausschwimmen. Denn Meerjungfrauen sind nicht mehr nur eine Gute-Nacht-Geschichte. Überall auf der Welt behaupten Leute, sie hätten diese Meereslegenden tatsächlich mit der Kamera eingefangen. Und die Aufnahmen sind einfach nur gruselig. Einer der meistdiskutierten Clips stammt von einem Tiefseeforschungsteam vor der Küste Grönlands. Ihre Unterwasserkamera erfasste etwas Menschenähnliches mit langen Haaren, schlanken Armen und einem Schwanz, der schimmerte, als er am Glas vorbeiflog. Die Besatzung war erschüttert. Und als sie die Aufnahmen prüften, schlug das Ding gegen das U-Boot und verschwand. Es gibt auch dieses virale Video aus Israel, das eine Figur zeigt, die auf einem Felsen sitzt und am Ufer chillt. In der Sekunde, in der sie die Kamera bemerkt, platsch, spurlos verschwunden. Die Touristen waren verblüfft und die Lokalnachrichten berichteten darüber, als wäre es das einzig Wahre. Ich sah es an und wusste, dass ich in das Gesicht einer anderen Intelligenz blickte, einer anderen Spezies wie wir. Aber hier ist die Sache. Haben wir es mit missverstandenen Meeresbewohnern zu tun? Oder ist alles nur eine geschickte Bearbeitung und eine gute Geschichte? Die Menschen wollen glauben, dass es da draußen Meerjungfrauen gibt, die Mythos und Realität unter den Wellen vermischen. Und wer kann schon sagen, dass sie sich irren, wenn Clips wie diese im Umlauf sind? Könnte der Ozean mehr verbergen, als wir denken? Drache über China. Man könnte meinen, dass Drachen nur Fantasiewesen aus alten Legenden sind. Aber sagen Sie das mal den Leuten, die schwören, dass sie in Wirklichkeit über den Himmel fliegen gesehen haben. Im Jahr 2014 tauchte ein wildes Video aus China auf, das das Internet zum Kochen brachte. Der Clip zeigte eine riesige geflügelte Gestalt, die durch die Wolken schwebte, mit langem Körper, riesigen Flügeln und etwas, das wie verdammte Schuppen aussah. Die Leute fragten sich, ist das CGI oder nicht? Die Gestalt tauchte ab und glitt, als würde sie einen Ausflug machen. Dann verschwand sie im Nebel. Und das war nicht nur eine zufällige YouTuber-Aktion. Das Video machte in ganz Asien Schlagzeilen und löste überall Debatten aus. Nachrichtensprecher, Online-Foren und sogar Professoren meldeten sich zu Wort. Einige behaupteten, es handele sich um einen Drachen. Andere sagten, es sei eine Drohne. Aber viele Leute glaubten das nicht. Und in alten chinesischen Legenden war schon immer die Rede von Drachen, die den Himmel, Stürme und sogar das Schicksal kontrollieren. Wenn also etwas auftaucht, das irgendwie in das Drehbuch passt, dann wissen Sie, dass die Leute durchdrehen werden. Hand aufs Herz, handelt es sich hier um einen Mythos, der in unsere Zeitlinie eingedrungen ist, oder um einen hochtrabenden Scherz mit gutem Timing? Einhorn auf der Trailcam gefangen.
Hier ist eine Geschichte, die zu wild ist, um wahr zu sein, aber die Leute schwören, dass sie passiert ist. Ein Einhorn, kein Spielzeug, kein Kostüm, sondern ein echtes weißes, einhörniges Wesen, das über einen Waldweg glitt, als ob es dorthin gehörte. Eine bewegungsaktivierte Trailcam tief in den Wäldern Osteuropas hat einen kurzen Clip aufgenommen, der ein leuchtend weißes, pferdegroßes Tier mit einem langen, spiralförmigen Horn auf der Stirn zeigt. Es bewegt sich langsam, fast so, als wüsste es, dass es beobachtet wird, und verschwindet dann. Es verschwindet einfach wieder im Nebel, als wäre es nie dagewesen. Die Leute im Internet drehten durch und nannten alles Mögliche. Von einem echten Einhorn bis hin zu einem manipulierten Scherz. Aber andere wiesen darauf hin, dass es keinen offensichtlichen Schnitt, keine Drähte und keine Anzeichen von CGI gibt. Selbst einige Wildtierexperten konnten sich nicht genau erklären, was es war. Eine weitere ähnliche Sichtung wurde auf einem kanadischen Bergpfad gemeldet. Ein einsamer Wanderer erhaschte einen flüchtigen Blick auf eine schlanke, weiße Gestalt mit einem einzelnen Horn, bevor sie hinter den Bäumen verschwand. Keine Spuren, keine Geräusche, nur Schwingungen. War es also ein missgebildetes Pferd, ein zum Leben erweckter Mythos oder etwas, das nie gesehen werden sollte? Griffin im Flug. Haben Sie schon einmal etwas am Himmel gesehen, das einfach keinen Sinn ergibt? Genau das passierte, als Wanderer in Zentralasien ein riesiges fliegendes Wesen entdeckten, das aussah, als sei es direkt aus der antiken Mythologie entsprungen. Ein Greif. Es handelt sich um ein Tier mit der Flügelspannweite eines Adlers, aber dem Körper und der Haltung eines Löwen. Einem Zeugen gelang es, ein verwackeltes Video aufzunehmen, das die Kreatur beim Gleiten zwischen den Klippen zeigt. Es flatterte nicht wie ein Vogel, es gleitete wie ein Chef, als hätte es ein beträchtliches Gewicht hinter sich. Und die Form, nicht die eines durchschnittlichen Adlers. Man konnte buchstäblich katzenhafte Züge unter den Flügeln erkennen. Das Internet schaltete auf Detektivmodus. Einige meinten, es sei eine Drohne oder ein Geier. Andere schworen, dass es sich um ein echtes Tier handelte. Sogar einige Wildtierexperten konnten sich das Bildmaterial nicht ganz erklären. Einer behauptete sogar, er habe ein tiefes, grollendes Knurren gehört, das sich nicht nach etwas Natürlichem anhörte. Könnten uralte Legenden auf realen Kreaturen beruhen, die wir seit Jahrhunderten nicht mehr gesehen haben? Oder werden wir durch Beleuchtung, Entfernung und eine ganze Menge Hype getäuscht? Was auch immer die Wahrheit ist. Dieses Video hat die Leute eines sagen lassen. Das ist kein normaler Vogel. Centaur in den Bäumen. Eine Kreatur, die halb Mensch, halb Pferd ist. Klingt nach griechischer Mythologie, bis jemand sie in einem Wald tief in Südamerika mit der Kamera einfing. Der Clip stammt von der Überwachungskamera eines Jägers. Zunächst sieht man nichts als Bäume und Stille. Dan, Bum, bewegt sich eine große, muskulöse Gestalt über die Lichtung. Von der Taille aufwärts sieht sie menschlich aus. Unten alles Pferde. 4 Beine, langer Schwanz. Das ganze Paket. Es bleibt kurz stehen, legt den Kopf schief und sprintet dann schnell davon. Viel zu schnell für etwas von dieser Größe. Das Filmmaterial ist niedrig aufgelöst, aber man erkennt, dass es sich nicht um ein Kostüm oder CGI handelt. Die Leute haben Bild für Bild herangezoomt und es gibt keinen offensichtlichen Schnitt. Sogar Skeptiker fragten sich, was das sein soll. Manche halten es für einen Streich mit Animatronics oder einem Pferd, auf dem eine Person auf seltsame Weise reitet. Aber die Bewegung ist zu flüssig, zu natürlich. Kein Absteigen, kein Sattel, keine menschliche Reaktion. Die Einheimischen in der Gegend haben ihren eigenen Namen für die Kreatur und sagen, dass die Sichtungen Jahrzehnte zurückliegen. Könnte es sich um einen überlebenden Mythos oder nur um einen unglaublich gut getimten Scherz handeln? Phoenix ergreift die Flucht. Das nächste Bild ist im wahrsten Sinne des Wortes Feuer pur. Der Phoenix, dieser legendäre Vogel, von dem es heißt, dass er in Flammen aufgeht und aus seiner eigenen Asche wieder aufersteht, könnte gerade ein Comeback vor der Kamera gefeiert haben. Ein virales Video aus einer Wüste in Saudi-Arabien zeigt etwas, das leuchtend orange durch den Nachthimmel schwebt. Es war kein Flugzeug, es war keine Drohne. Dieses Ding hatte Flügel und sie brannten. Die Aufnahmen, die aus einem Auto herausgemacht wurden, zeigen, wie es über den Dünen flattert, bevor es in einem Lichtblitz verschwindet. Kein Absturz, keine Trümmer, einfach weg. Einige Zuschauer dachten, es handele sich um einen Meteor oder einen brennenden Drachen, aber die Meteorologen überprüften den Himmel. In dieser Nacht gab es keine Meteoritenaktivität.
Die Einheimischen schworen darauf, schon einmal einen Feuervogel gesehen zu haben, und behaupteten, er sei ein schlechtes Omen oder ein Zeichen der Erneuerung, je nachdem, wen man fragt. Und hören Sie sich das an. Thermaldrohnen konnten ihn nicht aufspüren. Mal war er da, dann wieder nicht. In der einen Sekunde erleuchtete er den Himmel, in der nächsten war er verschwunden. Was sehen wir hier also wirklich? Einen Lichttrick, einen flammenden Vogel der Legende oder etwas ganz anderes? Ob Mythos oder Wunder? Eines ist sicher, er hinterließ eine Spur von Fragen, die heißer waren als die Flammen, durch die er flog. Besondere Entdeckung. Diese beunruhigende Kreatur, die aus den trüben Tiefen des Flusses aufsteigt, hat das Internet in Aufruhr versetzt. Mit verfaulten Flügeln und einer fast menschlichen Gestalt passt es zu keiner bekannten Spezies. Die Einheimischen behaupten, es sei ein Wächter der alten Gewässer, der nur auftaucht, wenn etwas das Gleichgewicht stört. Ist es ein Mythos? Ein Geist oder etwas ganz anderes? Eines ist sicher, es war nie dazu bestimmt, gesehen zu werden. Und jetzt kann es nicht mehr ungesehen bleiben. Schreiben Sie Ihre Gedanken unten. Krake auf Sonar gefangen. Man bemerkt es vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber manchmal gibt der Ozean ein tiefes, leises Grollen von sich, das von etwas zu stammen scheint, das viel größer ist als ein Wal. Kürzlich entdeckte eine Gruppe von Tiefseeforschern vor der Küste der Antarktis mit ihrem Sonar etwas Überraschendes, das sie in Erstaunen versetzte. Das Sonar zeigte eine riesige Gestalt, mindestens 100 Fuß lang, die direkt unter ihrem Schiff lauerte. Es bewegte sich langsam, kreiste und verschwand dann im Abgrund. Eines der Besatzungsmitglieder filmte den Bildschirm, als es passierte. Man kann die Spannung im Raum hören. Die Leute waren völlig aus dem Häuschen. Sie ließen eine Kameraausrüstung fallen, in der Hoffnung, das, was es war, auf Video einzufangen. Was sie bekamen? Unscharfe Aufnahmen von dicken, tentakelartigen Anhängseln, die an der Linse vorbeistreichen. Es gibt keine klare Sicht auf die ganze Kreatur, aber genug, um die Leute dazu zu bringen, mit einem Wort um sich zu werfen: Kraken. Einige Experten halten es für einen Riesenkalmar, andere für eine Sonarstörung. Aber diejenigen, die das Bildmaterial gesehen haben? Nein, sie sind überzeugt, dass es sich nicht um eine gewöhnliche Meereskreatur handelte. Könnte dies der Beweis dafür sein, dass die alten Seefahrer nicht nur auf Salz und Seeluft getrunken haben? Vielleicht ist der Krake nicht mit den Legenden untergegangen, er ist nur tiefer gesunken. Minotaurus im Schatten. Versteckte Kameras lügen nicht, und ein körniger Clip aus den unterirdischen Tunneln unter Kreta lässt die Leute fragen, ob der antike Minotaurus-Mythos mehr Tatsache als Fiktion war. Die Aufnahmen stammen von einem Stadtforscher, der sein Abenteuer durch verlassene Katakomben per Livestream übertragen hat. Alles war kühl, bis er mit seiner Taschenlampe auf etwas traf, das still in der Dunkelheit stand, eine massige Gestalt mit breiten Schultern, Hufen und etwas, das wie Hörner aussah. Der Entdecker erstarrte. Die Kreatur bewegte sich nicht. Dan, ohne Vorwarnung, hat er sich aufgeladen. Der Stream war danach nicht mehr zu sehen, aber das kurze Bildmaterial wurde auf dem Bildschirm festgehalten und wie ein Lauffeuer verbreitet. Zu sehen ist eine schemenhafte Gestalt, viel zu groß für einen Menschen, mit einem deutlich stierförmigen Kopf und glühenden Augen, die das Licht reflektieren. Die Leute diskutierten alles, von Kostümen bis hin zu Halluzinationen. Aber die Einheimischen erzählen, dass sich seit Jahrzehnten etwas in diesen Tunneln herumtreibt. Manche sagen, es sei nur ein urbaner Mythos, der Entdecker abschrecken soll. Andere glauben, dass etwas aus der Antike nie wirklich weg war. Keine Knochen, keine DNA, kein eindeutiges Bild. Aber das heißt nicht, dass es nicht real ist. Die Frage bleibt also bestehen. War das nur ein Mann mit einer Maske? Oder hat jemand wirklich einen Blick auf die Bestie erhascht, die einst die griechische Legende heimsuchte? Sphinx auf dem Vormarsch. Die Sphinx ist seit jeher eine der berühmtesten und geheimnisvollsten Statuen der Welt. Aber was wäre, wenn sie nicht nur eine Statue wäre? Eine Überwachungskamera, die auf einen gesperrten Bereich in der Nähe des Gizeh-Plateaus gerichtet war, fing eines Nachts etwas Bizarres ein. In der Ferne schien sich die Silhouette der Sphinx leicht zu bewegen. Sein Kopf neigte sich, der Sand bewegte sich. Und für den Bruchteil einer Sekunde glühten seine Augen wie glühende Kohlen. Dan, still, nichts weiter. Aber das Video ist da. Zoomen Sie hinein. Und die Bewegung ist echt. Kein Wind, keine Tricks, keine Touristen. Das Material wurde im Internet veröffentlicht und Verschwörungsforen drehten durch. Einige sagten, die Sphinx sei erwacht.
Andere nannten es eine Störung der Realität. Die verrückteste Theorie ist die, dass die Sphinx mehr als nur Stein ist. Sie ist ein schlafendes Wesen, das beobachtet und wartet. Die ägyptischen Behörden taten es als Fehlfunktion der Kamera ab. Aber Leute, die die Legenden kennen, sind nicht überzeugt. Mann sagt, die Sphinx war schon immer mehr als nur ein Denkmal. Sie ist eine Wächterin. Und vielleicht, nur vielleicht, schläft sie nicht ganz. Was sehen wir also? Eine Legende, die wieder zum Leben erwacht. Oder nur das Meer, das mit unseren Augen spielt? Gargoyle in Bewegung erwischt. Eigentlich sollten sie still sitzen, oder? Nur gruselige Steinstatuen, die auf Dächern chillen. Aber was passiert, wenn ein Wasserspeier nicht an Ort und Stelle bleibt? Ein viraler Zeitraffer aus einer Kirche in Frankreich lässt die Leute alles in Frage stellen. Die Aufnahmen dienten der Überwachung von Blitzschlagschäden. Einer der Wasserspeier drehte leise seinen Kopf. Und das ist kein Verwackeln der Kamera oder ein Schattentrick. Das war eine echte Bewegung. Die Augen bewegen sich. Der Kopf drehte sich. Und dann Stillstand. Als der Clip in den sozialen Medien auftauchte, drehte das Internet durch. Einige nannten es CGI. Andere schworen, es sei ein Scherz. Aber die Kirche hat alles abgestritten. Keine Bearbeitungen, keine Arbeitsteams, kein Zugang zum Dach während dieser Woche. Einheimische bestätigten dies sogar und sagten, sie hätten spät in der Nacht seltsame Gestalten auf dem Dach gesehen. Eine Frau behauptete, sie habe eine geflügelte Gestalt vom Rand springen und im Nebel verschwinden sehen. Das Gefühl, hier spukt es gewaltig. Ist dies also der Beweis dafür, dass uralte, steinerne Wächter uns nach Einbruch der Dunkelheit immer noch beschützen oder verfolgen? Oder handelt es sich um den gruseligsten Fall von Pareidolie, der je gefilmt wurde? Vieh im Garten erblickt. Feen und Glitzer? Theoretisch niedlich. Diese Frage wurde mit Total Freak Show gekennzeichnet. Im ländlichen Irland zeichnete eine Kamera mit Bewegungssensor im Hinterhof etwas Seltsames auf. Ein sich schnell bewegender Fleck sauste am Bild vorbei und schwebte dann, nur für eine Sekunde, in der Nähe einer Sonnenblume. Als das Filmmaterial verlangsamt wurde, konnte man es deutlich sehen. Kleine Flügel, lange Gliedmaßen, glühendes Licht und etwas, das wie eine winzige humanoide Figur aussah. Es flog nicht wie ein Käfer. Es bewegte sich mit Absicht. Dan, Puff, blitzschnell verschwunden. Der Hausbesitzer stellte den Clip ins Internet und erhielt über Nacht Millionen von Aufrufen. Einige sagten Drohne, andere sagten Blitzkäfer. Aber Entomologen mischten sich ein. Und keiner von ihnen konnte es identifizieren. Zu groß, um ein Insekt zu sein. Zu glatt, um ein Glitch zu sein. Und die Form irgendwie beunruhigend. In den Kommentaren berichteten Menschen von ähnlichen Begegnungen. Kleine Lichter in Wäldern, Geflüster in Gärten, flackernde Schatten am Rande der Sichtweite. Es stellt sich heraus, dass die Märchenwelt immer noch lebendig ist. Könnte es sich wirklich um einen Trick der Linse handeln? Oder gibt es da draußen kleine Dinge, die wir immer noch nicht verstehen? Mythos Schakalope, kurios und komisch. Die Schakalope ist eine der seltsamsten Erscheinungen der nordamerikanischen Folklore. Ein Hase mit Geweih, der auf Fotos, Postkarten und Schildern am Straßenrand oft für ein echtes Tier gehalten wird. Es ist eine Mischung aus wilden Tieren und wilder Fantasie, mehr ein Streich als ein Raubtier. Die Geschichte der Schakalope kam in den 1930er Jahren in Schwung, als zwei Brüder in Wyoming begannen, Kaninchen mit Geweihen zu präparieren und sie als seltene Exemplare zu verkaufen. Die Touristen waren begeistert und der Scherz wurde ein Hit. Seitdem taucht die Schakalope in allen möglichen Bereichen auf, von Geschenkeläden bis hin zu lokalen Legenden. Wobei Städte behaupten, die offizielle Heimat der Schakalope zu sein und sogar Lizenzen für die Scherzjagd anbieten. Manche führen den Ursprung der Schakalope auf echte Kaninchen zurück, die mit einem Virus infiziert sind, der hornartige Wucherungen verursacht. Aber abgesehen von der Wissenschaft funktioniert die Schakalope am besten als augenzwinkernder Hinweis auf die unheimliche Seite der Folklore. Sie ist keine Kreatur der Angst oder des Geheimnisses. Es geht darum, mitzuspielen und den Unglauben gerade so weit auszusetzen, dass man die Absurdität genießen kann. In einer Welt voller ernster Mythen und Monster erinnert die Schakalope daran, dass manche Legenden einfach nur existieren, um uns zum Lachen zu bringen. Ein kleines geflügeltes Wesen filmte. Wenn eine Fee gesichtet wird, rollen die Leute normalerweise mit den Augen, aber diese Sichtung war nicht gefälscht. In einem abgelegenen Dorf in der Nähe des Schwarzwalds in Deutschland filmten ein Vater und seine Tochter bei einem sommerlichen Nachtspaziergang
Glühwürmchen. Doch als sie die Aufnahmen abspielten, fiel ihnen etwas Seltsames auf. Zwischen den flackernden Lichtern huschte eine Gestalt vorbei, klein, schnell, mit flatternden Flügeln und einem Leuchten, das mit keinem Insekt vergleichbar war, das sie je gesehen hatten. Als sie das Video verlangsamten, sahen sie etwas, das ihnen die Sprache verschlug. Eine kleine, humanoide Gestalt mit Flügeln, die wie ein Komet Licht hinter sich herschleppte. Es schwebte einen Moment lang. Arme und Beine waren deutlich zu sehen. Dann schoss es in die Bäume davon. Kein Käfer oder Vogel fliegt so. Keine Unschärfe. Kein Geräusch. Nur ein sauberer, verrückter Moment der Bewegung. Die Experten waren geteilter Meinung. Einige meinten, es könnte sich um einen Trick der Beleuchtung in Verbindung mit sich schnell bewegenden Insekten handeln. Andere sagten, es sei zu detailliert, um es abzutun. Aber der Vater, der es gefilmt hat, schwört, dass es nicht nur eine Panne war, sondern dass es sich anfühlte, als wollte es gesehen werden. In der Folklore dieser Region gibt es jahrhundertealte Erzählungen über Waldgeister, die sich nur zeigen, wenn der Schleier dünn ist. Zufall? Oder hat die Kamera etwas eingefangen, das nicht für menschliche Augen bestimmt war? Eines ist sicher, wenn Sie das nächste Mal nach Einbruch der Dunkelheit im Wald unterwegs sind, sollten Sie vielleicht zweimal hinschauen. Denn manche Legenden sterben nicht. Sie verstecken sich nur besser. Vampirfigur löst Panik aus. In einem ruhigen Dorf in der Nähe der serbischen Grenze wurde auf der Überwachungskamera eines Supermarktes etwas Seltsames aufgenommen, das die ganze Stadt in Aufruhr versetzte. Gegen 2:46 Uhr morgens nahm die Kamera eine einsame Gestalt auf, die langsam vor dem Geschäft umherging. Er war groß, schlank und ganz in Schwarz gekleidet. Nichts allzu Verrücktes, bis das Bewegungslicht anging. Die Gestalt warf überhaupt keinen Schatten. Nicht auf dem Boden, nicht an der Wand. Noch seltsamer. Er hielt inne und schaute direkt in die Kamera. Und in dieser Sekunde gab es eine Störung auf dem Bildschirm. Nur ein statisches Aufblitzen. Und als die Luft rein war, war er verschwunden. Als der Ladenbesitzer den Clip hochlud, gerieten die Anwohner in helle Aufregung. Einige hielten es für eine seltsame Kamerawanze, aber andere spielten nicht mit. Mehrere Familien meldeten kalte Stellen in der Nähe ihrer Häuser, vermisste Haustiere. Und eine Frau behauptete, sie habe dieselbe Gestalt in ihrem Garten stehen sehen, mit blassem Gesicht und rot glühenden Augen. Alte Vampirlegenden sind in dieser Region tief verwurzelt. Und diese Sichtung brachte all diese Ängste wieder zurück. So sehr, dass der örtliche Priester gerufen wurde, um die gesamte Straße zu segnen. Skeptiker sagen, es sei nur jemand. Der Herr Albert. Aber das erklärt nicht die technischen Störungen, das fehlende Spiegelbild oder warum der Typ immer nur zwischen 2 und 3 Uhr morgens auftaucht. Einfach nur Pech? Oder wird er von etwas beobachtet? Was auch immer es ist. Niemand geht mehr ein Risiko ein. Zombie am Straßenrand gefilmt. Das ist kein Horrorfilm. Und es handelt sich definitiv nicht um jemanden mit einer Halloween-Maske. Was Sie gleich hören werden, ist einer der beunruhigendsten Dashcam-Clips, die jemals online geteilt wurden, und es geschah kurz vor Tijuana, Mexiko. Gegen 4 Uhr morgens, entdeckte ein Autofahrer, der auf einer Landstraße unterwegs war, eine einsame Gestalt, die über die Straße stolperte. Die Aufnahmen beginnen ganz harmlos, bis die Dinge seltsam werden. Die Gestalt war barfuß, bewegte sich unregelmäßig und schien schwere Verletzungen zu haben. Unter anderem fehlte ein Teil des Kiefers. Ihre Haut sah unnatürlich blass aus und ihre großen, leeren Augen vermittelten das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Der Fahrer verlangsamte das Tempo und dachte, er wolle jemandem in Not helfen, bis sich die Gestalt auf das Fahrzeug stürzte. Die Kamera des Armaturenbretts zeichnete einen beängstigenden Moment auf, als die Gestalt gegen die Motorhaube prallte und sich mit einer unnatürlichen Kraft an der Windschutzscheibe festkrallte. Kein Ton, keine Worte, nur rohe Aggression. Erschrocken trat der Fahrer das Gaspedal durch und fuhr davon. Aber das letzte Bild des Clips ist das, was die Zuschauer am meisten erschütterte. Die Gestalt, die nun hinter dem Auto war, verfolgte es, und zwar schnell. Zu schnell. Der Clip ging viral und löste eine heftige Debatte aus. Die Behörden taten es als einen möglichen Vorfall mit einer instabilen Person ab. Aber die Anwohner waren nicht überzeugt. In den darauffolgenden Tagen berichteten mehrere Anwohner, dass sie eine ähnliche Gestalt gesehen hätten, immer in der Nähe desselben Straßenabschnitts. Könnte es ein Scherz gewesen sein? Sicher. Könnte es etwas ganz anderes sein? Wir können es nicht mit Sicherheit sagen. Aber eines ist klar, was auch immer es war. Es hat mehr Fragen als Antworten hinterlassen.
Mothman hat eine Brücke mit einer Fotobombe zerstört. Wenn es eine Kreatur gibt, bei deren Erwähnung es einem kalt den Rücken runterläuft, dann ist es der Mothman. In Point Pleasant, West Virginia, ist er nicht nur eine Legende, sondern auch eine Warnung. Die mysteriöse Gestalt mit den riesigen Flügeln und den glühend roten Augen sorgte bereits in den 1960er Jahren für Schlagzeilen. Doch Jahrzehnte später, im Jahr 2020, erwachte die Legende wieder zum Leben, dank eines unheimlichen Filmausschnitts. Ein Tourist filmte beiläufig in der Nähe der Wiederaufbaustelle der Silberbrücke, als sich etwas Seltsames in sein Video schlich. Alles schien normal zu sein, bis sie sich später das Filmmaterial ansahen. Eine dunkle Gestalt hockte lautlos an der Spitze eines hohen Stahlträgers, als würde sie auf etwas warten, und dann bewegte sie sich. Die Kamera wackelt leicht, und in diesem Moment entfaltet die Figur zwei riesige Flügel und stürzt sich in einer einzigen, gespenstischen Bewegung von dem Bauwerk. Der Clip verbreitete sich online wie ein Lauffeuer. Die Aufschlüsselung, Bild für Bild, ergab, dass das Wesen über 2 Meter groß war und eine Flügelspannweite von fast 3 Metern hatte. Und ja, diese berüchtigten glühenden roten Augen blitzten nur einen Moment lang auf. Genau wie es Augenzeugen vor über einem halben Jahrhundert beschrieben haben. Die Beamten hielten es schnell für einen Vogel, vielleicht einen großen Reiher oder Adler. Aber die Einheimischen haben es nicht geglaubt. Sie erinnerten sich daran, was nach der ersten Mothman-Sichtung geschah. Der Einsturz der ursprünglichen Silver Bridge im Jahr 1967, bei dem Dutzende von Menschen ums Leben kamen. Und dieses Mal? Nur wenige Tage nach der neuen Sichtung wurden bei einem Bauunfall 3 Arbeiter auf der Baustelle verletzt. Zufall? Vielleicht. Aber in Point Pleasant reicht schon der Anblick von etwas mit roten Augen, um einem einen Schauer über den Rücken zu jagen. Manche sagen, der Mothman sei ein Fluch, ein Vorbote des Unheils. Andere glauben, er sei ein stiller Wächter, der nur erscheint, um uns zu warnen, bevor das Unheil hereinbricht. Aber eines ist sicher, er erscheint nie ohne Grund. Wenn du also jemals leuchtende Augen am Himmel siehst, warte nicht, bis du erfährst, was als nächstes kommt. Danke fürs Zuschauen. Wenn du auch schon mal etwas Unerklärliches erlebt hast, schreibe deine Geschichte unten in die Kommentare. Und vergiss nicht, uns zu liken, zu abonnieren und die Glocke zu läuten, um mehr echte Begegnungen mit Kreaturen zu sehen, die mit der Kamera aufgenommen wurden.